Bitcoin und die Entwicklung, wo geht es in Zukunft hin, kann Bitcoin wirklich über 1 Million gehen und zu finanzieller Freiheit führen? Und was passiert im Worst-Case-Fall? Kann Bitcoin nicht auch gegebenenfalls einfach massiv einbrechen? Wir sehen es in dem Video an, ich verrate Ihnen auch, ob ich selber Bitcoins besitze und wenn ja, warum? Thorsten Wittmann, ich begrüße Sie zur heutigen Ausgabe von Faszination Freiheit. Heute ein ganz spannendes Thema und heute hier übrigens aus Athen auf der Akropolis. Und das ist so ein leichter Gegensatz zum heutigen Thema, denn Kryptowährungen sind etwas jünger als die Akropolis hier, die ja schon vor der Geburt Jesu hier erbaut wurde, aber ein absolutes Zukunftsthema ist. Und da ist natürlich die Frage, geht Bitcoin noch viel, viel stärker nach oben, hat sich ja mehr als verzehnfacht, ist also unglaublich angestiegen. Ist es erst der Anfang oder ist es der Anfang vom Ende? Und da sehen wir uns heute mal die beiden Szenarien, Best Case und Worst Case. Und das sollte man immer wissen, gerade wenn man jetzt hier investieren sollte oder auch wenn man hier schon investiert hat. Zum einen digitale Währungen, Kryptowährungen und hier die Leitwährung Bitcoin, die werden zukünftig eine große Rolle spielen. Sie sind einfacher, schneller, sicherer insgesamt und bereichern das Finanzsystem. Und hier ist viel in Aufruhr. Bitcoin hat ja eine richtige Renaissance, wird mehr und mehr akzeptiert. Das heißt, man kann auch online bei bestimmten Portalen bereits damit zahlen. Also es wird hier sehr, sehr interessant sein, was hier passieren wird zukünftig. Und es ist ein absolutes Zukunftsthema. Setzen Sie sich damit auseinander, auch wie beispielsweise Blockchain, die Technologie dahinter. Und ja, es ist, wenn man sich damit beschäftigt, mit den neuen Anwendungsmöglichkeiten und die großen Vorteile von Kryptowährungen, dann spricht vieles dafür, dass Bitcoin sich sogar dazu aufschwingen kann, dass es eine der großen Währungen werden kann, dass es überall akzeptiert wird. Ist ja auch schon, man weiß ja, dass sich auch Amazon bereits mit Kryptowährungen und Bitcoin beschäftigt. Und wenn wir uns mal ansehen, dass die gesamte Marktkapitalisierung, also der Wert aller Bitcoins jetzt auch nach massiven Anstiegen aktuell beim Zeitpunkt dieses Videodrehs 227 Milliarden US-Dollar ausmacht. Und wenn man weiß, dass das nicht mal 1/3 ist von dem, was aktuell die Firma Apple, also nur eine einzige Firma weltweit ausmacht, dann versteht man, dass auch mit diesen hohen Kursen und hohen Preisen Bitcoin möglicherweise noch extrem niedrig ist, wenn das erst der Anfang von einer zukünftig flächendeckenden Verwendung von Bitcoin und Kryptowährungen sein wird. Also hochinteressant, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man das mal ein bisschen in Relation setzt und wenn man sieht, dass es gerade mal 1% ist ungefähr von der gesamten Verschuldung, die nur die USA weltweit hat. Also da sieht man an diesen Relationen, und 227 Milliarden US-Dollar ist auch, jetzt gerade wenn man es noch vergleichen würde mit ganz großen Währungen dieser Welt, mit dem US-Dollar, mit Euro, ist unglaublich winzig im Vergleich dazu. Und wenn man das in Relation setzt, dann weiß man auch, dass Bitcoin ein unglaubliches Potenzial noch vor sich haben kann. Und dann kann es dazu führen, dass ein einziger Bitcoin dazu ausreichen kann, dass man theoretisch finanzielle Freiheit damit erreicht. Woran kann man das festmachen? Ganz einfach, es wird 2130, wenn Bitcoin komplett, ja, wenn der letzte Bitcoin gemeint ist, wird es dann 21 Millionen Bitcoins geben. Das macht nicht mal 0,01% der Bevölkerung aus, wenn also jeder Bürger oder wenn 21 Millionen Bürger einen Bitcoin besitzen würden. Das heißt, wenn Bitcoin zukünftig eine ganz große Rolle spielen wird, dann muss sich das ausgleichen über den Preis. Und deswegen bin ich durchaus konform mit Menschen, die Bitcoin auch auf 1 Million als Kurs sehen können und noch darüber hinaus. Das kann wirklich möglich sein. Das ist der Best Case, wenn also Bitcoin als Leitwährung zukünftig die ganz große Rolle spielt. Und es zeichnen sich solche Tendenzen durchaus ab. Also von dem her hochinteressant, ein Wahnsinnspotenzial, das es hier gibt und kann auch ein Investment in Bitcoin rechtfertigen. Was nimmt uns jetzt aber auch an, als Investor, wir müssen immer beide Seiten sehen. Wir müssen sowohl das sehen, okay, wenn es wirklich top läuft, aber was ist denn, wenn es nicht läuft? Was ist denn das Worst-Case-Risiko? Und versetzen wir uns doch mal in die Lage. Es gibt das bestehende Finanzsystem, das ist zentralisiert geprägt. Und wenn Sie jetzt ein Machthaber wären, würden Sie einfach zusehen, wie da etwas anderes kommt, eine neue Technologie und wie Ihnen das den Ast absitzt, auf dem Sie gerade sitzen? Vermutlich nicht. Und so glaube ich, oder so kann ich mir gut vorstellen, dass die bestehenden Machthaber ebenfalls denken und ticken. Die sind ja nicht blöde.
Und mal angenommen, es würde in der westlichen Hemisphäre zusammen, beispielsweise mit den USA, Europa, und es werden auch andere Staaten dazu gezwungen, hier mitzumachen, dass Kryptowährungen verboten werden, dann kann dies einen massiven Einfluss haben. Wie dann der Schwarzmarkt funktionieren würde danach etc., das kann man schlecht sagen, kann das Ganze auffangen, aber es kann durchaus sein, dass Bitcoin oder so ein flächendeckendes Verbot, wenn im Bitcoin nicht in der Zukunft eingesetzt werden kann von Amazon auf anderen Internetportalen, das heißt im Alltag eben nicht alltagsfähig wäre. Und davon lebt ja auch die zukünftige Kurserwartung, davon leben ja die zukünftigen Investitionen oder das Geld, was auch in Bitcoin hineinfließt. Wenn man also nicht an die Zukunft dann mehr glauben würde, dann kann es eben sein, dass Bitcoin sehr, sehr stark einbrechen kann. Und das sollte man mit auf der Mattscheibe haben. Das heißt, das Thema Bitcoin ist hier sehr polar. Wo die Reise wirklich hingeht, man kann es nicht genau sagen. Es hat ein unglaublich hohes Potenzial weiterhin nach oben, aber möglicherweise auch nach unten. Seien Sie sich dessen bewusst. Deswegen auch die Frage, bin ich selber in Bitcoins investiert? Ja, ich bin selber in Bitcoin investiert, auch mit einer tollen Wertentwicklung bis dato. Aber auch nur mit einem Prozentsatz meines Gesamtvermögens, wo ich damit leben kann, wenn das eben nicht so laufen sollte, wie die Zukunft an sich optimalerweise wäre bei dem Thema Bitcoin. Aber wäre natürlich auch schade, wenn man diesen Zug verpasst. Das heißt, wenn man hier investieren möchte, es kann eine Möglichkeit sein, denn das Zukunftspotenzial ist wirklich sehr, sehr hoch und möglicherweise sogar gigantisch. Also, da muss man sich gut überlegen, was man macht. Man sollte sich, wie gesagt, immer wissen, okay, welches Potenzial gibt es, aber auch, was sind denn die Nachteile, was kann denn auch im schlimmsten Fall passieren. Und ich hoffe, dieses Video klärt dazu auf. Sie finden unterhalb des Videos als kostenfreien Download auch das White Paper, mit dem der unbekannte Gründer von Bitcoin seine Ideen und das Prinzip von Bitcoin niedergeschrieben hat. Das ist ja ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Wenn Sie investieren, Sie müssen wissen, wie Bitcoin funktioniert. Setzen Sie sich damit auseinander. Sonst ist es immer grundsätzlich eine Spekulation. Man muss wissen, was hier wirklich passiert. Hochinteressant. Wir werden uns in der Community auch weiterhin damit beschäftigen. Und Sie erhalten auch von uns zugeschickt die führende Homepage, wo Sie dann so Marktkapitalisierungen, Werte, die aktuellen Preisentwicklungen, die größten Kryptowährungen, wo Sie diese in einer einfachen Übersicht sehr, sehr gut sehen können, bei der ich mich auch immer laufend informiere, was hier passiert. Ja, also dann können Sie gerne downloaden, unterhalb diesen Videos klicken und wir werden uns in der Community noch viel weiter mit Zukunftsthemen wie Blockchain, wie Kryptowährungen, Ethereum und was es hier alles gibt auseinandersetzen. Seien Sie gespannt, wird ein Thema sein, das uns in der nächsten Zeit, die nächsten Jahre, Jahrzehnte wohl nicht mehr loslassen wird. Also, bis dahin, wir machen uns auch weiterhin zukunftsfähig. Jetzt sehen wir uns ein paar tolle Impressionen an von etwas, was schon etwas älter ist, die Akropolis hier in Athen. Wir sehen uns ansonsten nächsten Freitag wieder. Liken, teilen Sie gerne dieses Video, damit andere Menschen wirklich seriöse Aufklärung haben zu diesem Thema Bitcoin, Kryptowährungen, was hier tun oder eben nicht tun. Ja, ich freue mich ansonsten auch auf Ihr Feedback und ja, bis nächsten Freitag. Herzlichst, Ihr Thorsten Wittmann. Also Thorsten Wittmann kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen. Es ist einer der besten Finanzautoren und Experten, die ich persönlich kennenlernen durfte.